Rita ist gerade von ihrem wohlverdienten Mittagsschläfchen erwacht und sie macht so die Augen auf und strahlt plötzlich bis über beide Ohren. Nicht, weil sie mich gesehen hat, sondern weil sie dieses Prachtexemplar auf dem Tisch stehen gesehen hat. Und ich muss zugeben, ich glaube, heute ist auch der schönste Tag in meinem Leben. Wir haben wieder mal ein neues Lego Eisenbahnset bekommen, und zwar nicht irgendeines, sondern eine, wie soll ich sagen, eine Sammlerlok für Erwachsene, die neue Linie von Lego mit dem tollen Namen Locomotive. Diese schwarze Schachtel, wir haben sie jetzt leider nicht hier, aber ihr wisst bestimmt, wie sie aussieht. Ich habe gedacht, das ist das Krokodil. Ganz fantastisch, ja. Das ist das Krokodil, meine Lieben. Set Nummer 10277 kam jetzt gerade erst raus. Wir waren in der glücklichen Situation, noch eines abgreifen zu können. Und es ist jetzt fertig gebaut. Über 1000 Teile. Ja, was soll man da sagen, außer wir sind begeistert. Rita hat noch kein einziges Wort gesagt in diesem Video. Sie ist so sprachlos und so hin und weg. Natürlich. Wir sind ganz aus dem Häuschen. Natürlich. Ja, also, was hast du denn dazu zu sagen, meine Liebe? Ja, sie ist riesig. Das war mein erster Gedanke. Sie ist riesengroß. Und die Schienen sind lustig. Also es sind ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie neu. Genau. Oder anders, als ich es kenne, sagen wir mal so, ob es neu ist oder nicht, aber anders. Wir sehen bei Lego jetzt einige neue Sachen. Es gibt ja keine Creator-Expert-Serie mehr. Dafür machen sie wieder mal Neues, und ich finde es ganz in Ordnung. Schauen wir mal, was dieses Set so für uns parat hält. Es ist einerseits das ja ein Set für Erwachsene. Also ich glaube, es kann zwar schon auch ein Jugendlicher dieses Set zusammenbauen, aber das ist ein 18-Plus-Set, und da es so ein mehr oder weniger Vitrinenmodell ist, wobei es auch natürlich fahren kann. Ach so? Werden wir sicher mal herzeigen. Ja, natürlich. Da bin ich schon gespannt. Ein Zug, der nicht fahren kann, ist kein Zug, nicht wahr? Das Set steht hier auf so einer, ich glaube, hier ist was von der Lok mitgegangen. Na egal, werden wir dann später sehen, kein Problem. Das Set steht auf jeden Fall hier auf so einer Basis mit Schienen, die gebaut sind. Also das sind nicht die Schienen, die wir von Lego kennen, die haben aber dieselbe Spurbreite. Ja, du kannst dann später mit dem Brick Separator hier arbeiten. Das ist ziemlich stabil, also das kann man auch, wenn die Lok drauf ist, ohne weiteres so halten. Schön hier mit den dunkelbraunen, holzähnlichen Steinen. Also das sieht wirklich, wenn man sich die Lok irgendwo aufstellen will, sehr cool aus. Ja, und wieso sind die Schienen so? Ist es, damit die nicht wegrollt? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt auf der Kamera sehen kann. Die Schienen sind so leicht gezahnt. Das ist doch wie bei der Monorail. Ja, das hat die Monorail auch, und auch einige andere Sets, so Kräne von Häfen, haben das auch. Keine Ahnung, warum sie das genommen haben und hier keine neuen Schienen. Denn die Lok sitzt ja hier so schön auf diesen schwarzen Steinen drauf und kann ja gar nicht verrutschen. Übrigens hier bei dem Set ist alles bedruckt, außer dieser große Aufkleber, ähnlich wie bei den Star Wars UCS-Sets. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass das ist, weil es hier Probleme mit der Druckqualität gegeben hat. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Da stehen relativ viele kleine Details drauf. Und aber das ist ja so ein Bahnübergang eigentlich. Das ist ja gar keine... Ganz genau. Also man sieht, Rita mag Züge wirklich. Das ist... Wir haben es zwar in Schwarz noch nie als Bahnübergang verwendet, aber ansonsten ist das Teil, was für die Bahnübergänge geeignet ist. Vollkommen richtig. Mich aus. Ich liebe ja Züge. Wer nicht? Ich glaube, diese Aussage können, wie viele Einwohner hat unsere Erde jetzt mittlerweile? 7 Milliarden oder so. Und ich glaube, es gibt niemanden, der da widersprechen würde. Das ist ganz klar. Schauen wir uns mal die Figuren an. Ja. Es sind bei dem Set 2 Figuren dabei. Da hat es im Internet schon ein bisschen Kritik gehagelt, weil das keine besonderen Figuren sind. Die sind so mehr oder weniger schon mal vorgekommen. Und zwar besonders kritikbehaftet ist das Oberteil. Ich finde eigentlich, es passt wirklich ganz gut zu unseren beiden Lokführern, ein Mann und eine Frau. Allerdings übrigens beide keine Wendegesichter, ich habe es gerade nochmal gecheckt. Aber in einem schönen Hellblau gehalten. Ja. Das Problem ist, und ich glaube, da müssen wir ganz nah ran, dass unsere Zuschauer das sehen, das Problem ist dieses Oberteil hier.
das ist schon in diversen Jurassic World Sets vorgekommen. Okay. Und die Jurassic World Sets haben ja, weil es eine Filmlizenz ist, da haben die Männchen ja weiße Köpfe und weiße Hände. Aha. Jetzt ist es so, dass man erkennt das vielleicht, ich habe ja heute auch so ein cooles Lätzchen um. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich genau ist, aber hat mir gefallen und ich wollte auch so sein wie unsere Wie diese beiden Bahnarbeiter. Jetzt haben die aber beim Hals ein kleines Stück, wenn die Kamera vielleicht mal fokussieren würde man es auch sehen, aber wir erzählen es euch. Sag einmal. Auf jeden Fall ist es so, dass die beim Hals ein wenig weiß sind oben. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ein Unterhemd oder so, aber das haben die Fans schon angekreidet, da entweder das nicht so perfekt sein ein Unterhemd oder vielleicht auch einfach nur bis hier gebräunt und ab da dann nicht mehr. Kann natürlich sein, ja, immer hochgeschlossene T-Shirts an oder immer so ein wie diese ein Tuch, Truckerbräune. ein Halstuch und da wird der Hals einfach nicht so schnell braun wie das Gesicht, das ist doch ganz klar. Wer weiß. Ja, das ist ganz klar. Gehen wir weiter im Programm mit unserer tollen Lokomotive. Okay. Das ist, wie Rita richtig gesagt hat, eine sogenannte Krokodilslok. Ja. Wir müssen sie, glaube ich, vielleicht später sogar nochmal auf die Schienen draufstellen, damit wir sie euch besser zeigen können. Ich gebe dir nur das Teil, falls du es später noch brauchst. Vielen Dank. Muss ich irgendwo unten vergessen haben oder ist es, keine Ahnung. Das Vorbild dieser Lok lautet CE irgendwas. Wir werden euch vielleicht den Namen und auch ein Foto davon einblenden. CE 6/82. Ganz genau. Oder Strich. Die wurde das erste Mal 1919 bei den Schweizer Eisenbahnbetrieben verwendet. Ist eine Elektrolok. Und das Besondere daran ist, es ist eine Krokodilslok, das heißt, wir haben hier, je nachdem, vorne und hinten ist ja gleich, eine Schnauze, einen Kopf und einen Schwanz. Und es gibt echte und unechte Krokodile, habe ich mir sagen lassen. Die echten Krokodile sind die auch hier so einen Stangenantrieb haben, wo dann, das ist hier nicht ganz originalgetreu, normalerweise werden die ersten 3 Achsen zusammen eine Einheit und die zweiten 3 Achsen eine Einheit. Hier ist das ein wenig anders gelöst durch die Gelenke, aber macht nichts. Jetzt ist es so, dass diese Stangen hier simulieren sollen, wie sich ein Krokodil vorwärts bewegt und das sind dann die echten Krokodile. Also das ist ja schon je nach Zählart das 3. oder vielleicht auch 5. Krokodil in der Lego-Serie, beginnend mit der 4551 aus 1991. Dann gab es ja die 10183, das große rote Krokodil aus 2006 oder 2007. Und je nachdem auch zum Beispiel die Setnummer 4565, dieser Güterzug, dieser schwarz-rote, ist ja auch vom Aufbau her sehr ähnlich, hat aber nicht diesen besagten Stangenantrieb. Genauso wenig wie dieses Power Function Set 7939 oder 8, sowas, diese grüne Krokodilslok. Das sind dann, soweit ich das verstanden habe, unechte Krokodile. Ja, vielleicht. Alligatoren vielleicht. Oh. Ja, aber vielleicht, weil es ja auch in der Schweiz, wo du gesagt hast, dass die herkommen, ja, glaube ich, gar keine Krokodile gibt. Ja, vielleicht wissen die Leute oder wussten sie damals gar nicht, wie ein Krokodil genau aussieht. Auf jeden Fall waren so Krokodilsloks dann auch in Österreich und in Deutschland und überall sehr beliebt. Okay. Es scheiden sich da eigentlich auch immer wieder die Geister, denn es gibt auch schon Dampfloks aus den 1850er Jahren, die eine sehr ähnliche Optik haben und auch in beide Richtungen fahren können, sehr wendig sind und so weiter. Also ja, wir wissen es nicht. Wir sind zwar Zugfans, aber so tief in der Materie sind wir auch wieder nicht. Aber eine Frage, Achtung, jetzt fehlt das eine Teil runter, aber egal. Problem. Wir werden später schauen. Ist es nicht normalerweise bei den echten Zügen so, weil bei uns fährt doch auch manchmal so eine vorbei, dass das nicht lauter einzelne Glieder sind, sondern das zusammenhängt? Oder täusche ich mich? Ja, also meinst du jetzt hier, dass hier so genau, große... das ist so ein großer Spalt. Ja, also das, wenn sich da jemand mal ein Foto vom Original ansieht, dann wird er sehen, dass dort nicht so ein großer Spalt ist. Ich weiß auch gar nicht genau, was da die Lego-Designer damit gemeint haben. Hier kann man ja wirklich ohne weiteres durchsehen. Es gibt da einen Umbau, der nur wenige Teile benötigt und dann kann man hier diese
echt hässlichen Spalten ein bisschen reduzieren. Okay. Jetzt schauen wir uns zuerst mal an, was alles Gutes bei dieser Lok dabei ist, warum sie uns sehr gut gefällt. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch Naja. den ein oder anderen Kritikpunkt, der durchaus berechtigt ist. Der erste Punkt, warum es uns gefällt, es ist ein Zug. Seht ihr, ich habe jetzt zuerst schnell schlucken müssen, aber Rita ist zum Glück mit mir einer Meinung. Wir haben also vorne und hinten ein genau exakt gleich gebautes Frontstück oder Endstück, je nachdem wie man es halt bezeichnet, und auch der Mittelteil ist genau symmetrisch gebaut. Wir haben hier diese schönen großen Räder, zum Teil mit Gummis versehen, die sorgen dafür ein bisschen mehr Grip, denn man muss die Lok ja auch mit den neuen Large-Motoren betreiben. Habe ich auch schon gehört, dass die dann sehr oft entgleist aufgrund dieser Gummis. Die werden wir vielleicht, wenn wir sie mal motorisieren, dann runtergeben. Hier vorne auf jeden Fall viele neue Teile in Braun. Die hat es alle noch nicht gegeben. Hier dieses große Slope-Stück und auch hier dieses Fenster an beiden Seiten, die sind neu für diese Lok. Hier gefällt uns auch dieser Aufbau sehr. Rita hat das auch gesagt, dass das hier sehr schön aussieht. Hier mit dem Motor. Und zwar kann man hier diesen Frontteil, wäre kein Eisenbahnvideo, wenn nicht ein kleiner Unfall passieren würde. Das ist wahrscheinlich das eine Teil, was hier fehlt. Ja, ganz wahrscheinlich. Ja. Das übrigens noch immer hier liegt. Jetzt seht ihr auch wenigstens, wie das zusammengebaut ist. Und zwar ist hier so ein kleiner Balljoint, der den vorderen Teil oder den hinteren mit dem Hauptteil verbindet. Hier ist auch so ein Balljoint, also das ist alles sehr wackelig. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, das habe ich jetzt natürlich ein bisschen ruiniert, ist, dass man diesen Hauptteil relativ leicht abnehmen kann. Sieht dann so aus. Und drunter die Fahrunit mit dem Motor dann auch ganz nett. Ja. Gefallen tun uns auf jeden Fall auch die vielen Details hier, alleine wenn man sich den Frontteil ansieht, hier mit diesen kleinen schwarzen Würstchen als, keine Ahnung was das sein soll, die Lichter und hier dieses Schild vorne, also es sieht echt schön aus. Da kann man wirklich nichts sagen, den Hinterteil brauchen wir euch nicht zeigen, der sieht genauso aus. Oh, und jetzt haben wir schon das nächste Problem. Und zwar sowohl beim Zusammenbau als auch beim Zerlegen wieder. Ihr seht hier diesen kleinen Balljoint, der ist jetzt hier schon im Hinterteil der Lok hängen geblieben. Und das heißt, wir müssen den wieder zusammensetzen. Aber nichtsdestotrotz sieht auch der Hauptteil dieser Lok sehr schön aus, hier mit den ganzen bedruckten Teilen. Ich finde auch das Grau passt sehr gut zum Braun. Also die Farbe wurde gut gewählt. Hier haben wir teilweise ja auch Silber, oder sieht das nur so aus, dass die Krallen eher ins Silber sind? Ja, wir haben hier, das ist glaube ich Flat Silver. Erstens mal haben wir hier tolle Scherenstromabnehmer. Die sind zwar sehr hoch, ich glaube das Set passt gar nicht durch unseren Tunnel durch, müssen wir dann mal ausprobieren. Und von der anderen Seite natürlich genauso, also wirklich ein sehr toller Aufbau. Hier oben auch am Dach mit diesen roten Peitschen, die so als Kabel verwendet werden und mit den dunkelgrünen 1x1er Steinen mit Clip drauf. Und hier noch ein kurzer Blick in das Innenleben. Und wir sind jetzt im Moment nicht ganz für eine Motorisierung im klassischen Sinn, denn dafür müsste dieses ganze Innenleben weichen und irgendwie, es lässt sich zwar als Ganzes herausheben, oh, jetzt habe ich wieder nur einen Teil davon erwischt. Es wäre so geplant, dass das als Ganzes zum Herausheben ist. Aber was läuft schon wie geplant? Dann hat man drinnen irgendwie nur mehr den Motor und nicht mal mehr Platz für unsere beiden Zugführer. Nein. Jetzt sind wir am Überlegen, da wir ja sowieso einen 9-Volt-Bahn haben. Da ist übrigens das Teil, das fehlt. Vielleicht passt das irgendwo hier. Du musst dann schauen, wo das hier unten hinpasst. Genau, hier. Das ist ja auch übrigens recht schön gemacht. Das ist vorbereitet schon für den Motor. Wenn man hier die Räder dreht, dann gehen hier die ganzen Zahnräder mit. Unsere Überlegung ist jetzt, da wir sowieso eine 9-Volt-Bahn haben, diese Lok lässt sich nicht auf 9 Volt umrüsten, dass wir einen sehr klassischen und auch weit verbreiteten Trick machen, der ganz gut zu funktionieren scheint. Ein Zaubertrick.
sowas wie ein Zaubertrick. Genau, wir werden einfach die Lok so lassen, wie sie ist. Wir müssen mal schauen, wie sie sich auf unseren Schienen so schlägt, ob es da die teilweise nicht ganz eben sind und auch nicht immer zu 100% zusammen, ob es da Probleme gibt mit dem Entgleisen. Ach, red nur weiter. Das ist also immer wieder ein bisschen problematisch hier. Ja, ob es da Probleme gibt mit dem Entgleisen. Und wir werden dann, je nachdem welchen Waggon wir hier hinten anhängen, werden wir dann vielleicht den Waggon einfach mit einem 9-Volt-Motor ausrüsten, der dann die Lok sozusagen schiebt. Also das ist zwar dann nicht ganz zu 100%, wie wir das haben wollen, aber ja, wir müssen mal schauen. Auf der anderen Seite finden wir es auch schade, wenn wir den ganzen Innenraum rausreißen müssen, nur um hier einen Motor einzubauen. Ihr werdet das Set auf jeden Fall demnächst noch bei uns in der Stadt fahren sehen. Ich bin schon gespannt, wie sich unsere Lokomotive da schlagen wird. Wir haben uns schon 1-2 Videos angesehen, da ist der Vorwärtsgang, naja, nennen wir es mal wirklich krokodilsähnlich, also sie humpelt so irgendwie ein bisschen, ja, behäbig über die Gleise. Jetzt und beleidigt doch die Krokodile nicht, wer weiß, ob eins zusieht. Ja, Krokodile sind sehr schnell, also wenn ihr mal eine seht und es hat Hunger, dann müsst ihr wirklich schnell sein, denn die sind äußerst schnell. Ja, wir werden uns das mal ansehen. Ihr seht auf jeden Fall sicher demnächst mal einen zweiten Teil zu diesem Video mit der Geschichte, Genau. wie wir es dann weiter gemacht haben. Auf jeden Fall. Uns gefällt das Set auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr gut und wir hoffen, dass Lego auch in Zukunft weitere Lokomotiven und Zugsets speziell für Erwachsene rausbringt. In dem Sinne, lasst wieder mal eure Züge fahren, vielleicht auch diese neue Krokodilslok. Wir hoffentlich auch bald. Ja. Wirklich ein schönes Set. Da kann man nichts falsch machen und um 99 €, was das Set momentan kostet, hat man wirklich sehr viel Spaß und sehr viele tolle Teile. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Freut uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.